Heute bei den Lately News: führte, nachdem eine Frau in Lörrach wegen einer Schlange bei der Polizei angerufen hatte, ihre Katze die Polizisten zu einer im Garten versteckten Ringelnatter. Die Beamten konnten diese dann mit einer Grillzange einfangen und zum nächsten Zoo bringen. Mist, dachte sich nun die Katze, ich hatte der Schlange einen fetten blauen Nachtisch mit den Polizisten versprochen. Aber immerhin hatte sie mein Frauchen als Vorspeise und das ganze Haus gehört mir endlich allein. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, alles andere draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Strehlitz, bekannt aus unzähligen Videos der Überwachungskameras vor Helene Fischers Wohnung. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Eine der besten Möglichkeiten, auch in Berlin ermordet zu werden, ist nicht etwa in Neukölln mit einem Schild auf die Straße zu gehen, auf dem steht Döner ist scheiße, sondern immer noch eine Fahrt bei Uber zu buchen. Und genau deswegen schaut die Berliner Polizei bei jedem Uber-Fahrer immer gerne doppelt hin, notfalls auch mal in den Kofferraum. Was die Polizei doch doppelt überrascht hätte, passierte bei einer Autokontrolle in Berlin-Pankow. Denn dort stoppten sie einen Autofahrer, dessen Wagen in einer rollenden Shisha-Bar ähnelte. Dabei war die rollende Shisha-Bar anderen Verkehrsteilnehmern wegen der eher unruhigen Fahrweise des Fahrers aufgefallen, weswegen sie die Polizei riefen. Und diese fanden dann eine dampfende und qualmende Shisha-Pfeife, die der Fahrer auf dem Beifahrersitz fachgerecht mit dem Sicherheitsgurt befestigt hatte. Natürlich versucht sich der Fahrer sofort rauszureden, indem er behauptete, nur ein Uber-Fahrer zu sein, der die dampfende Shisha-Pfeife nur als Teil einer Uber-Fahrt eingesammelt hatte. Dafür bekam er 3 Jahre vom Haftrichter, aber nur 1 Stern von der Shisha-Pfeife, die nun auf den nächsten Uber-Fahrer wartet. Währenddessen in Hamburg. Es gibt wohl kaum eine Berufsgruppe, die noch weniger angesehen ist als die des Pro7 Sat.1 Geschäftsführers. Oder, wie selbst die Pro7 Sat.1 Aktionäre sie nennen, Abschaum. Nur ganz knapp über diesen Menschen steht der Gebrauchtwagenverkäufer in der Gunst oder besser Ungunst der Menschen. Und in Hamburg konnte man erleben, warum auch diese Berufsgruppe alles dafür tut, möglichst bald mit dem Pro7 Sat.1 Geschäftsführer aufzuschließen. Denn dort versuchte ein Gebrauchtwagenverkäufer seinen Kunden etwas ganz Besonderes anzubieten, um aus der Masse der anderen schmierigen Gebrauchtwagenverkäufer herauszustechen. So bot er seinem Kunden einen gebrauchten Audi A4 mit Vollausstattung, super wenigen Kilometern auf dem Tacho und sogar vollgetankt zum Schnäppchen an. Ein Angebot, das der Kunde kaum ablehnen konnte. Das Problem bei dem Audi war nur, dass er gar nicht dem Gebrauchtwagenverkäufer gehörte, sondern einem bekannten Autovermieter, der sich auf schlechter Service ist Teil des Erlebnisses bei Bixt reimt. Leider hatte der Gebrauchtwagenverkäufer auch nicht damit gerechnet, nun selber von dem Kunden aufs Kreuz gelegt zu werden, denn dieser bezahlte zwar in bar, aber nur in unnummerierten und bereits abgelaufenen Six-Gutscheinen. Derweil in Nordkap. Ich persönlich benutze ja schon seit mehr als 100 Jahren Dating-Apps. Seien es früher die Annoncen am schwarzen Brett gewesen, die ich nach rechts geswiped habe, oder Toilettenwände, die ich abschraubte, um zu Hause mit den Personen von der Wand Kontakt aufnehmen zu können. Dass aber eine App wie Tinder mal das Leben von 3 Menschen retten würde, haben sich die Erfinder der App, Sven Syphilis und Georg Gonorrhoe, niemals träumen lassen. Denn 2 Männer und eine Frau, natürlich nur Freunde, die sich gerade auf einer Raststätte kennengelernt hatten, waren in einem Wohnmobil unterwegs und gerieten bei Nordkap in einen schweren Eissturm. Und nachdem sie sich anfangs nur mit ihrer Körperwärme warm gehalten und definitiv dabei Sex hatten, suchten sie per Tinder nur nach neuen Partnern. Riefen sie per Tinder um Hilfe, weil sie ja gestrandet waren wegen dem schweren Eissturm. In einem Wohnmobil. Nackt.
und ihnen das Gleitmittel ausgegangen war. Zum Glück informierte ein aufmerksamer Tinder-Leser die Polizei und die mittlerweile komplett dehydrierten und voneinander tierisch gelangweilten drei konnten gerettet werden. Noch zum Abschluss: Das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Naturapotheke Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Naturapotheke Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich habe mein komplettes medizinisches Wissen von meiner Tante Erna geerbt. Also nicht nur sprichwörtlich, sondern sie hat ein kleines Büchlein, in dem sie all ihre geheimen Hausrezepte geschrieben hat. Dank dem weiß ich nun, dass sie Ibuprofen aus der seltenen Pflanze Ibuprofenia gewinnt, die nur in ausgewählten Apotheken in ihrer Gegend wachsen. Oder wie man das Potenzmittel Viagra, was ich natürlich nicht brauche, nun selber zusammenbauen kann. Indem man einfach bei ein paar blauen M&M's das Logo abkratzt und dann an leichtgläubige Menschen hinter Obi vertickt. Interessanterweise genau dasselbe Rezept, mit dem ich Crystal Meth herstelle und an die mexikanische Mafia verticke. Als ich dann für die mexikanische Mafia ein paar zahlungsunwillige Personen in handliche Teile zersägte, fiel mein Blick zufällig auf das herumliegende Naturapotheke Magazin, was mich an eine einfache Zeit erinnerte, als ich nur die Apotheker, die mich beim Pflücken der Ibuprofenia entdeckt hatten, aus Dank darüber in handliche Teile zersägte. Deshalb sei nicht gewarnt, Naturapotheke Magazin, die Du kommst aus dem Gefängnis frei Karte an dich, denn du wirst ab sofort von Saul Goodman betreut, auf Kosten der Ankläger. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.